Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, wir werden für dem, was wir vom letzten Video gebaut haben, bauen wir jetzt eine Schmiedeesse. Also, soweit der Plan. Wenn ich ein bisschen kaputt aussehe, seht ihr mir mal wieder nach. Der Umzug, der schlaucht ganz schön. Bis gerade habe ich noch geschleppt. Also wundert euch nicht, dass ich so ein bisschen erschöpft wirke, ne? So, wie gesagt, ich will jetzt für das, den Schmiederohling, den ich letztes gebastelt habe, den ich gerade gezeigt habe, will ich jetzt so eine kleine Schmiedeesse bauen. Also wirklich nichts Großes, nur so was Kleineres für unterwegs mal so. Ich nenne es jetzt mal eine Reiseesse. Ist jetzt nichts mit Propeller und Ventilator und so was, aber ein bisschen mit Beleuchtung und so was wird es schon sein. Dann hoffe ich mal, das Thema gefällt euch. Wie gesagt, ich muss ein bisschen improvisieren mal wieder. Das Video mache ich jetzt hier mal so auf die Schnelle zwischen den Schleppereien, damit ihr was zu gucken habt. Damit euch nicht langweilig wird. Mir wird es garantiert nicht langweilig. Bin froh, wenn ich das Ganze hinter mir habe mit dem Umzug von meiner Mutter. Aber egal. So, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Video. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Ich habe da schon so ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar, das hier ist... das sind 16 mm Matten. Habe ich 3 Stück in derselben Länge gemacht. Hier oben habe ich so was rausgeschnitten. Das wird dann quasi wie so, ich sage jetzt mal für eine Schublade, so die Führung. Ne? Dann kommt an eine Seite noch was, andere Seite kommt auch was. Dann habe ich so was hier gemacht. Und zwar, hier kennt ihr noch die schönen Fackellampen. Da habe ich noch ein paar Stück gehabt. Das wird dann hier quasi so ein bisschen wie so ein, ich sag jetzt mal wie so Weinregal. Dann kommt hier noch, hier habe ich extra was drunter gemacht. Ich hoffe, dass das dann funktioniert, dass ich dieses Messer dann da so ein bisschen drunter schieben kann. Aber das habe ich noch nicht so ganz ausgetüftelt. Das Ganze mache ich ein bisschen schräg rein. Habe das dann auch nach oben hin offen gehalten, damit man die Lampe austauschen kann. Wie gesagt, das soll dann ungefähr dann, ich sag jetzt mal so, vorne hinten zu. Das Teil hier, das kommt dann oben drauf. Da muss ich jetzt gucken, ob das nicht so sehr wabbelt dann nachher. Aber ich habe es lieber erstmal aus 6 mm Matte gemacht. Ich weiß nicht, wie gut das Licht nachher durchkommt. Das ist so der Plan. Fernbedienung. Ich habe auch endlich mal eine Idee beziehungsweise was gefunden, wo ich hier diesen ganzen Verschnitt, den man ja immer hat, ihr kennt das ja, da hast du ja immer so kleine Sachen aus 3er, 6er, 10er, was auch immer für Matten. Da habe ich jetzt einfach mal noch so ein bisschen klein geschnitten. Und das werde ich dann, also das sind jetzt hier 10er und 16er Matten, das werde ich dann quasi so ein bisschen wie so Mosaik hier auf das Ding draufkleben. Und dann nachher noch ein bisschen mit dem Lötkolben, dass das so ein bisschen aussieht wie Steinkohle oder sowas. Ne? Ich wollte jetzt nicht so Briketts oder so nehmen, das, naja, die gefällt mir halt nicht. Passt bei so einem kleinen Ding, finde ich auch nicht. Und werde das dann quasi hier auf die 6er Matte kleben. Und dann kommt das oben so drauf, dass das quasi durchleuchtet. Also soweit der Plan. Ne? Dann fangen wir jetzt mal so an, das Ganze ein bisschen umzusetzen. Hier oben müssen wir dann noch einen Schlitz reinschneiden, damit ich dann, ich stecke das Ding hier mal aus, das ist sonst ein bisschen blöd. So. Dass ich das quasi, also die Idee ist, dass ich das quasi hier so irgendwie reinstecke. Ob das richtig funktioniert, das kann ich natürlich noch nicht so sagen. Wenn ich das hier so sehe, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen höher machen sollen. Oder ich muss das Ganze ein bisschen weiter nach hinten tun. Mal jetzt gucken. Auf jeden Fall will ich dazu irgendwie, dass man das hier so ein bisschen reintun kann. Mal jetzt schauen, ob das so funktioniert. Na gut, probieren wir es einfach mal aus, Leute. So. Das Ganze, das kleben wir jetzt erstmal hier fest. Ja, die Lampe, also die brauchen wir erstmal nicht. Das machen wir mit Heißkleber. Das geht ein bisschen schneller. Muss ich noch aufpassen, dass ich mir nicht wieder die Finger verbrenne.
Kennt ihr ja schon. Immer schön aufpassen. Hat er nicht so. Ich hätte besser die ganze Strecke gemacht. So, machen wir die ganze. Also ganz genau gemessen habe ich hier auch nicht, sehe ich gerade, aber das ist nicht schlimm, das kann man alles noch abschneiden. Das ist alles halb so wild. So, ich muss noch gucken, dass ich hier die innen habe, damit ich das dann nachher das Ding hier so drauf kriege. Steht natürlich jetzt ein bisschen noch über hier das Teil. Kann auch sein, dass ich hier noch ein paar Sachen reinkleben muss, damit das nicht so durchhängt. Das werde ich jetzt aber, wie gesagt, das ist mal wieder so hochexperimentell. Aber das macht mir in letzter Zeit ziemlich Spaß, da immer mal wieder was Neues auszutüfteln. Immer noch Waffen bauen. Also auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Und momentan bietet es sich halt an. Aus Grund Zeitmangel mit dem Umzug, da ich dann halt mal so ein paar Bastelprojekte mache, wo ich einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren kann. Vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen dann auch für seinen Schmied. Wird ja nicht nur ich wahrscheinlich spielen, da gibt es ja wahrscheinlich auch noch andere Leute, die Schmiede spielen. Wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Prototyp, man würde einfach nur mal so gucken, ob das so, wie das so aussieht. So. Einfach mal da rein. Muss ein bisschen nacharbeiten, muss ja an ein paar Stellen, wie gesagt, ich habe das gestern Abend mal schon auf die Schnelle so ein bisschen zusammengeschnibbelt und habe gehofft, dass das dann heute so weit geht, so irgendwie passt. Hat ja so mehr oder weniger auch funktioniert. Ein paar Stellen muss ich ein bisschen nacharbeiten, aber irgendwas ist ja immer, kennt ihr ja. So. Das Ganze ist ein bisschen schief. Aber naja, hier müsste ich noch ein bisschen schleifen. So, das reicht. Ein, zwei Stellen muss ich noch ein bisschen was nachschneiden, ein bisschen schleifen, aber so im Großen und Ganzen passt es. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Das ist schon mal die Kiste. Jetzt müssen wir mal schauen. Hoffentlich passt das so. Aha. Stimmt, Leute. Ich habe da einen kleinen Denkfehler. Ich habe nur die Breite hier von der Mitte genommen. Ich hätte ja noch das noch nähen müssen. Ja, das ist natürlich dann wieder dumm. Ja, ist aber nicht schlimm. Wir machen jetzt erstmal hier das rein. Probieren wir jetzt erstmal hier aus. Dann schauen wir mal, ob wir da auch noch so ein paar andere Sachen reinbauen müssen. So. Also quasi haben wir die Beleuchtung. Das Ding kommt dann hier so ungefähr rein. Das weiß ich natürlich nicht. Machen wir dazu längs rein und ein bisschen liegend. Jo, und so. Das ist ja nicht so schlecht. Ist noch nicht so ganz ausgereift, Leute. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Aber so prinzipiell müsste das eigentlich klappen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal hier, oder ich schneide das hier so ein bisschen aus. Jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Auf jeden Fall brauche ich eine Matte, die ein bisschen breiter ist. Das ist natürlich blöd. Das habe ich etwas mich verkalkuliert, Leute. Dann brauche ich 12,5 ungefähr.
Was haben wir hier jetzt? 10. Da muss ich noch mal was schnibbeln hier. Das hilft ja alles nichts. So, naja gut, aber so vom Prinzip hier funktioniert das schon mal. Dann werden wir hier einen hier, den können wir ja schon mal einkleben. Das klappt ja schon mal so weit. Also bis jetzt mal abgesehen von einem Denkfehler mit der, ich sag jetzt mal, Deckplatte, Essenplatte oder wie auch immer ihr das Ding dann nennen wollt, ist eigentlich schon mal ja nicht mal so übel. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Ganze nicht zu hoch mache, weil sonst klappt hier das mit dem Deckel nämlich nicht. Da muss ich auch noch mal gucken. Ja, das ist nämlich schon ein bisschen knapp. Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen kürzen. Allerdings ist das natürlich dann ein bisschen blöd, um die Spitze dann drunter zu kriegen, weil das ja immer flacher jetzt wird. Das ist natürlich dann nicht so toll. Aber irgendwas ist hier immer. Oder wir machen die quasi ganz gerade rein. Also quasi auf 2 Sockeln. Dann hat man das Messer quasi weiter rein. Dann brauchen wir das nämlich da nicht drunter schieben. Jo, das ist vielleicht auch noch eine gute Idee. Das muss man ein bisschen höher lassen. Dann muss ich noch ein bisschen was abschneiden. Also viel von den Füßen haben wir aber nicht mehr hier. Aber naja, gut. So. Weil ihr müsst immer gucken, dass ja dann so eine Schräge quasi drin ist. Und die will ich ja eigentlich. Was man natürlich auch machen könnte, ist, na, das kommt so da drunter. Ja, also viel flacher kann ich jetzt nicht mehr machen. Die Lampe, die ist jetzt so. Naja, mach mal so. Das müsste funktionieren. So. Tun wir da noch was ankrakeln. Die habe ich auch nicht so breit gemacht. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Ach, das hätte ich ja nicht so weit. Da ist hier noch der Fuß quasi drunter. Na, ist egal. So. So. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, dann habt ihr das Ding hier quasi so drin liegen. Das ist dann noch auch nicht so hoch. Und zwar hatte ich das erst einmal so komplett gemacht. Also quasi, dass man das da durchstecken musste. Ja, fand ich dann auch nicht so optimal, weil erstmal mit dem Stecken und rausziehen, das war dann immer hier so ein bisschen ein Problem. Und ich hatte mir überlegt, wenn ich die 2 bis oben hin habe und dann quasi so 2 Löcher, wo ich das dann durchstecken muss, leidet die Beleuchtung drunter. Weil so seht ihr ja, so kann das in alle Richtungen noch leuchten. Und wenn ich dann hier so 2 Dinger mit so einem Loch drin, wäre dann quasi hier hinten nur die Beleuchtung und nach vorne wäre dann quasi nur hier was rausgekommen. Da hoffe ich mal, dass das dadurch halt nicht passiert. Es wird sowieso generell nicht komplett überall gleich am Glühen sein. Das will ich auch ja nicht. Das soll ja quasi so, an ein paar Stellen soll es dann nicht so glühend sein. So, das ist schon mal soweit der Grundbau. Ja, jetzt brauche ich hier nochmal eine neue Matte von. Ole, ole. So, ich habe da noch schnell noch so ein Stück ausgeschnitten aus 6er Matte. So, das passt doch rein. Jetzt müssen wir mal schauen. Auf der Seite wollen wir ja dann für das Messer machen. So. Gucken wir mal, das Ganze lassen wir dann ein bisschen breiter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man das dann
wir das dann direkt quasi hier so machen sollen oder lieber noch so ein bisschen so ein Stück rein. Ja, dann steht der nachher. So, wir lassen ein Stück stehen. Ich mache das jetzt einfach mal so Pi mal Augenmaß. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. So, das Ganze machen wir auch ein klein wenig breiter. So, das weiß ich natürlich nicht, hoffentlich haben wir das jetzt nicht zu groß gemacht. Kann natürlich auch passieren. Das sehen wir ja dann. So, dann haben wir jetzt hier. Und dann können wir das Teil. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das jetzt nämlich so ein bisschen sich hochwölbt. Das hätte ich noch ein bisschen länger machen müssen. Na gut, dann haben wir noch mal so 1-2 Zentimeter mehr. Das ist natürlich dann relativ groß, das Loch. Das müssen wir dann nachher so ein bisschen kaschieren. Jetzt gucken, wie ich das dann mache. Ihr seht, das ist schon ziemlich groß. So, seht ihr, dann ist das nämlich nicht mehr ganz so sich am rein, dass das sich hier so wölbt. So, naja gut, dann haben wir das jetzt schon mal. Probieren wir mal kurz mit der Fernbedienung aus, wie das so schon mal aussieht. Okay. Das ist natürlich relativ weit hinten dann nur. Das ist noch nicht so wirklich das Optimale. Vielleicht. Na, ich weiß es nicht, Leute. Also hier. Das ist ja dann weiter hinten nur am Leuchten. Ich hätte das lieber gerne so ein bisschen in der Mitte gehabt. Aber da hätte ich das mit dem Messer vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Probieren wir das mal so hier aus. Na gut, so hätten wir dann in der Mitte. Allerdings kommen wir dann hier nicht mehr so richtig vorbei. Das ist natürlich jetzt so toll. Na, das gefällt mir nicht. Naja gut, müssen wir ein bisschen gucken, dann wird das halt alles ein bisschen umgeändert. Vielleicht fällt mir da ja auch noch irgendwas anderes ein. Mal schauen. Platz für die Elektrik einzubauen haben wir ja hier noch. Das müsste ja irgendwie auch noch gehen. Mal schauen. Naja gut, aber so im Großen und Ganzen könnte das funktionieren. So, dann machen wir mal aus. So, das ist schon mal der Kasten. Sache, das ist immer so Prototypen bauen, das ist immer so ein bisschen sehr viel rumexperimentieren. So, wisst ihr was, dann fangen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen an. Da kippen wir mal hier alles aus. Und dann werden wir hier einfach mal ein bisschen schon mal aufkleben. Wie gesagt, das mache ich so ein bisschen jetzt wie so ein Mosaik. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. So, statt kleben ist das Ganze jetzt auch ein bisschen. Irgendwo ist runtergefallen. Das ist so nicht was. Auf jeden Fall ist durch das Kleben jetzt das Ganze ein bisschen stabiler geworden. So. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ob das jetzt so passt. Ein paar Stellen muss ich glaube ich noch nachschneiden. Das ist nicht so
ganz hundertprozentig, aber das ist ja jetzt erstmal nur zum Testen. So, schauen wir mal. Das Ding kommt rein. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das ist jetzt hier nämlich der Winkel schon wieder. Das hätte ich nicht machen sollen. Na, ist egal. Schneiden wir hier einfach das Ganze so ein bisschen schräg. Mal schauen, ob das dann besser ist. Ich habe das jetzt so ein bisschen hier so. Das klappt. Dass der Winkel ein bisschen flacher ist. Ja, sieht schon wieder deutlich besser aus. So, prinzipiell kann ich dann hier auch noch so ein bisschen was, ich sag jetzt mal hier noch so drauf, dass das ein bisschen besser verkleidet aussieht, aber da gucken wir mal. Das kann man ja dann noch später machen. Wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal nur zum Gucken, ob das soweit funktioniert, aber bisher würde ich sagen, mal abgesehen, dass die Lampe nicht so weit leuchtet. Andererseits, wenn ich jetzt noch das Kabel hier raus aus dem Handschuh. Wie gesagt, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, dass ich da noch mal so ein Ding mache, wo dann quasi die Stromzufuhr dann quasi mit direkt in das Ding rein, also irgendwie hier so, dass das direkt mit in dem Griff drin ist. Damit man da nicht noch mit dem Handschuh, dann hängt hier nämlich immer der Handschuh so ein bisschen runter, das ist vielleicht auch nicht so das Optimale, aber naja, mal gucken. Wie gesagt, dafür sind ja Prototypen da, damit man daraus lernt, wie man es nicht macht. So, wie schön du da reingehst. Dann probieren wir das doch mal aus. Mal schauen, wie das jetzt im Dunkeln aussieht. Bin echt mal gespannt. Wie gesagt, die Kohleteile hier, das werde ich noch ein bisschen anders machen. Da kommt noch so ein bisschen, dass das mehr ein bisschen wie Stein so aussieht. Oder Lava, Steinkohle, so was in der Art. Habe ich mir auf jeden Fall überlegt. So, passt auf. Dann machen wir jetzt erstmal hier das Licht an. Ja, das sieht doch schon mal ja nicht schlecht aus. Dann machen wir hier das Ding an. Ich glaube, mit 2 Lampen wäre das vielleicht noch geiler. Problem ist, ich weiß nicht, ob ich da 2 reinkriege. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. So, machen wir mal das Licht aus. Naja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass hier, ja doch, das müsste eigentlich gehen. Die Seiten werden ja dann in der Farbe gemacht, dass das nicht mehr durchleuchtet, und hier oben soll das ja quasi, ich mache mal wieder kurz an, hier oben soll das ja quasi dann durchkommen. Bis hinten leuchtet es auch. Wäre zwar schöner, wenn es hier vorne mehr leuchten würde, aber das ist dann quasi, ich mache nochmal aus. Ich sag jetzt mal, ihr schmeißt quasi den Rohling rein, macht dann nachher dann an und holt das Ding dann quasi so leuchtend, dass das glüht raus. Ja. Prinzipiell könnte man das Ding auch noch, dass man das so da reinstecken könnte, also so längs. Dann könnte ich da drunter auch noch mal eine Lampe machen. Dann müsste ich zwar den Deckel neu machen, aber das wäre vielleicht irgendwie auch noch eine Idee, das mit 2 Lampen zu machen. Ja, mal gucken. Wie gesagt, machen wir an das Licht. Also bis jetzt würde ich sagen, ist das schon mal gar nicht übel. Wie gesagt, hier ist vielleicht noch nicht so die optimale Lösung. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, es leuchtet mir nicht hier noch. Allerdings, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache da dann Licht auch noch an. So. Andererseits, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt hier noch eine Lampe reinmache, und die relativ flach wäre, wird das trotzdem nicht so richtig passen. Ja, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen.
Mit 2 Lampen wäre vielleicht noch geiler. Aber wie gesagt, Prototype, ne? Ich mache das Ding jetzt erstmal fertig. So wie ich das jetzt erstmal so in Planung habe. Und dann kann man ja immer noch mal überlegen. Ihr könnt euch ja auch mal einen Kopf machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar tolle Ideen. Für eigene Sachen. Das soll ja mal wieder nur zum Anregen sein. Für Leute, die vielleicht einen Schmied spielen, so wie ich. Und man da halt kein Feuer und so was im Sommer machen kann. Dass man sich da irgendwas, gut, das ist jetzt formmäßig. Ich werde dann hier noch so, hab dann noch aus Reisstücken von Kernstäben ausschneiden. Mache ich hier noch so ein bisschen so einen kleinen Sockel. Dann kommen dann noch ein bisschen Verzierungen drauf und so. Das soll ja ein bisschen hübsch aussehen. Wie gesagt, das ist auch nur die Reiseversion quasi. Kann man ja dann auch ein größer bauen mit für Zwerge oder was auch immer, also richtig groß. Mit der, ich sag jetzt mal, ich nenne es mal, Bau einer Reiseesse oder Reiseesse bauen, irgend so was. Wie gesagt, ich wollte das halt ein bisschen aufbauend machen zu dem Messerrohling, dass man da ein bisschen auch noch ein bisschen was macht, weil das hat sich ja irgendwie angeboten. Bisher, wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ich hätte lieber die Lampe ein bisschen anders gehabt, aber dafür hätte ich das Ding wahrscheinlich größer bauen müssen. Und dann hätte ich ja besser auch dann 2 Lampen. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt erstmal mit einer und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Lernen kann man ja immer und ein neues Teil zu bauen ist für mich ja auch keine Riesenaktion. Ja, dann hoffe ich mal, das erste Teil von der Reiseesse, dass euch das schon mal gefallen hat. Dann sehen wir uns nächste Woche, hoffe ich. Wenn ich dann jetzt schon tot in der Ecke vom Umzug liege, weil jetzt die Woche geht richtig zur Sache. Bis nächste Woche, also übernächsten Montag, muss ich alles leer haben. Aber wie gesagt, soll nicht euer Problem sein. Ich gucke, dass ich jetzt immer noch ein Video mache. Und dann hoffe ich im September, dass das alles wieder ein bisschen ruhiger wird. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht euch einen ruhigen. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.